als dann seine alten Arbeitskollegen alle so Anfang, Mitte 60 waren und in Rente gegangen sind danach unheimlich viele schnell verstorben, weil sie keine Aufgabe mehr hatten. Aber wirkliche Persönlichkeitsentwicklung ist nicht angenehm. Das sind nämlich die Punkte, die du verdrängst und auf die du überhaupt keinen Bock hast, die du aber angehen musst, um halt weiterzukommen. Wie viel Zeit frisst nämlich nochmal deine angehende Selbstständigkeit neben deiner Arbeitnehmerzeit und bist ja noch in einer Beziehung und so, und das muss man ja alles, muss man ja alles unter den Hut kriegen. Ne? Das ist ja, was viele draus beschäftigt. So, ne? Wenn du jetzt gerade irgendwie vielleicht zumindest Single wärst oder so, hast du wirklich da eine Sache weniger. Ne? Dann hast du mehr Zeit. Also ich bin in einer festen Partnerschaft, wir haben einen Hund, wir fahren auch gerne mal in den Urlaub und machen auch, also wir mögen uns tatsächlich, sagen wir es so. Ja. Dann sind wir jetzt hier im zweiten Teil, der aber ja eine ganz andere Thematik hat. Round 2. Mit den lieben Robin. Deswegen bitte ich ihn jetzt nicht, sich mal vorzustellen, denn das werdet ihr in Teil 1 bitte einsehen. Findet ihr ganz oben, direkt in der Videobeschreibung verlinkt. Von daher, ja, bevor wir jetzt hier richtig reinstarten, schon mal am besten ein Like da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Genau, ihr unterstützt mich damit, ist halt echt wichtig und cool von euch. Ja. So, aber ich kann ja schon mal so grob sagen, Teil 1 ging um Sales Manager als Angestellter und ja. Jetzt hast du halt gesagt, irgendwann, ja, du willst auch dir was Eigenes aufbauen wollen, gehst jetzt in die Richtung und darum geht es dann jetzt in Teil 2. Daher ist natürlich interessant, worum geht's da, was machst du und seit wann hast du jetzt damit so angefangen? Also generell bin ich im Finanzbereich unterwegs. Ich investiere seit, müssen inzwischen ungefähr 12 Jahren sein, an der Börse. Und das ist auch das, womit ich mich selbstständig machen möchte. Ich habe da ja über die Jahre oder jetzt auch relativ kurzfristig nochmal gemerkt, dass, ich fange anders an, du bist ja immer in deiner Bubble, wenn du was machst. Ja. So, du denkst, das, was du machst, ist vollkommen normal, vollkommen easy, trivial und hast du nicht gesehen. Ja. Schön ist es immer, wenn meine Tierärztin-Freundin mir dann was von ihrem Beruf erzählt und ich da sitze und mir denke, hä? Mir ist halt da letztens nochmal bewusst gemacht worden von jemand anderem, dass das gar nicht so für jeden normal ist, was ich da mache. Halt schlicht und ergreifend mein Geld profitabel an der Börse investieren, damit es, ja doof gesprochen, mehr wird. Ja. Und dass ich da einen extremen Mehrwert für andere liefern kann, wenn du einfach, es gibt einfache Methoden, die du im Grunde einmal aufsetzt und mit denen du dann langfristig ein hohes Vermögen aufbauen kannst. Kennt irgendwie keiner. So, wie gesagt, du bewegst dich nur in deiner Bubble, bei mir kennt das jeder und wenn du dann mal mit Leuten außerhalb dieser Bubble sprichst, gucken dich nur Fragezeichen an. Ja. Und, da ist es gerade mein Ziel, mehrere Produkte aufzubauen. Für den, der sich viel damit beschäftigen will, für den, der sich wenig damit beschäftigen will, um halt Vermögen an der Börse aufzubauen. Das ist wirklich interessant, ja. Das erste geht jetzt darum, dass du den Einsteiger abholst und mit wenig Aufwand über einen langen Zeitraum, hart gesprochen, das einfach hinkriegst, dass er im Alter nicht Pfandflaschen sammelt. Ja. So, weil Ja, da wäre ich dann nämlich schon für, weil ich bin so einer, ich bin lieber so einer, der sich Experten sucht, wenig selber Zeit investieren möchte, dafür dann auch gerne bereit ist, dann entsprechend in sich selbst in dem Sinne dann zu investieren, nicht bezahlen. Ihr bezahlt die Dienstleistung nicht, sondern ihr investiert letztendlich in euch selbst. Nee, aber da würdest du mich dann zum Beispiel abholen, weil ich lieber, und dann macht ihr wahrscheinlich noch dann, ja, erzähl einfach noch die anderen Sachen. Ja, also die anderen Sachen, das ist noch ein bisschen Spekulatius. Spekulatius gibt es dann auch wieder ein paar Monate, wenn Weihnachten ist, ja. Spekulatiuscreme, geil. Ja, boah, übel. Nein, das ist noch ein bisschen spekulativ, wo es da genau hingeht. Ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, das eine Produkt wirklich gut zu machen. Ja, klar. Dass ich im Grunde jemanden abhole, der gerade keine Ahnung von Börse, Aktien und Investieren hat
aber verstanden hat, dass er mit der Rente halt, nicht klarkommt. rechnest du mit der Rente, rechnest du dich arm automatisch. Ja, allein schon immer das vom Kopf her, dass viele da immer noch so, jeder kennt das von euch da draußen von der Arbeit, ne? Können wir auch noch mal kurz abschweifen, aber so dieses morgens am Esstisch sitzen so und dann, ich habe nur noch 3 Jahre bis zur Rente oder nur noch 15 Jahre. Allein, also gerade bei diesen höheren Zahlen denke ich mir so, okay, Denkst du wirklich, du hättest dann eine Rente? Ja, und vor allem jetzt unabhängig davon, dass man nicht mehr damit klarkommen wird, aber so dieses vom Mindset her so, in 15 Jahren bin ich dann in Rente, wo ich denke, Alter, in 15 Jahren kann so viel passieren. Und impliziert ja eigentlich auch, dass dein aktuelles Leben relativ beschissen ist, weil ansonsten würdest du dich nicht auf in 15 Jahren freuen. Ja, statistisch gesehen ist das so ein 20% von deinem Leben ungefähr. Und wo wir ganz kurz bei Statistiken sind, die gibt es nämlich auch, dass wirklich 80% für die Leute, die dann in Rente gehen, nehmen wir jetzt mal dann die 67 aktuell, dann innerhalb der, ich glaube, ersten 2 oder ersten Jahr oder so, auf jeden Fall eine hohe Sterblichkeitsrate haben. Weil auf einmal fällt dann ja auch die vielleicht unbeliebte Arbeit weg, aber dann hast du halt auf einmal nichts mehr und du bist da vor dich hin. Kann ich aus erster Hand tatsächlich bestätigen. Also mein Vater ist älteres Semester, der ist 38er Jahrgang. Ja. Das heißt, der ist letzte Woche Donnerstag 85 geworden. Ich bin 30. Da ist eine relativ hohe Diskrepanz zwischen. Und er hatte es auch, also er ist früh in Rente gegangen, aber als dann seine alten Arbeitskollegen alle so Anfang, Mitte 60 waren und in Rente gegangen sind danach unheimlich viele schnell verstorben, weil sie keine Aufgabe mehr hatten. So, du brauchst als Mensch irgendeine Aufgabe. Ansonsten versiechst du relativ schnell. Deswegen zu sagen, ich freue mich auf die Rente, weil ich dann nichts mehr tun muss oder nicht mehr arbeiten muss, änder deinen Job und freu dich jeden Tag, ihn zu tun. Schwierig, den Shift hinzukriegen, aber es ist möglich. Ja, natürlich. Und, dafür bin ich auch jedes Mal wieder Befürworter. Diese ganze Jammerei immer und dann sich irgendwie selbst immer, vor allem die meisten halt Ausreden vorschieben, dieses, keine Ahnung, ich bin zu alt, um mich weiterzubilden oder, es ist ja nicht mal so, für jeden ist ja nicht Selbstständigkeit oder so die. Nein, davon rede ich auch gar nicht. Genau, nee, ich sage ja nur einfach nur so generell, auch so als Message da draußen, muss ja nicht jeder machen oder so. Ja. Aber wenn, bitte ändere einfach, aber heul mir nicht jeden Tag die Ohren zu, denke ich mir so. Habe ich mir damals schon immer so gedacht. Ja, aber das ist auch so ein Teilaspekt, weil ich komme aus der Pflege, so, da war einer zum Beispiel der Beweggründe, warum ich vom Krankenhaus in diese 1:1-Geschichte gegangen bin, weil ich mir dachte, geil, jetzt habe ich nicht mehr jeden Tag zumindest diese Art von Umfeld da sitzen, die mir immer so weil das macht ja was mit dir. Du bist die Summe der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja, und wenn du 8 Stunden auf der Arbeit bist, und auch den Satz kennt man und an den Satz ist aber was dran. So. Ja. Also, fuck ja. Ist so, du kannst die größten Ambitionen haben, setz dich jeden Abend in die Kneipe mit, klingt jetzt böse, aber mit denen, die jeden Abend in der Kneipe sitzen und nur Bierchen trinken. Deine Ambitionen werden relativ schnell sehr, sehr klein. Du wirst auch dann einer von denen, die da mit Bierchen trinken. Und dann hast du auch keinen Bock mehr, was zu machen. Du beschwerst dich darüber, dass alles scheiße ist, dass du kein Geld hast. Deine Frau, keine Ahnung, nicht mehr mit dir ins Bett steigt und die Regierung unser Land vor die Wand fährt. Ja. Jammern können wir alle. Ist so. Gut, du hast jetzt gesagt... wir schweifen ab. Ja, wir müssen, also ich rede ja echt gerne, generell gerne, aber auch über solche Themen, aber sonst, du kannst ja allein darüber, schon 3 Podcasts drehen, weißt du, von daher. Ich muss irgendwann auch so in 3 Stunden nach Hause. Ja, so, aber deswegen, du hast ja jetzt schon gesagt, eine Produkt dann fertigstellen, genau. Ja. Wolltest du noch irgendwas dazu sagen? Ja, also es geht im Grunde wird es ein 6 Wochen Coaching-Programm. Also ich bin kein Finanzberater, ich verkaufe keine Produkte per se, sondern ich bringe meinen Kunden bei, wie du dein Geld selber anlegen kannst. Hat schlicht und ergreifend den Grund, dass es langfristig profitabler ist. Ja. Und da reden wir jetzt nicht über 2, 3, 4 Jahre, sondern über einen Zeitraum 20, 30, 40 Jahre. Wenn du da schon mal rechnest, dass jeder in der Finanzindustrie muss auch irgendwie Geld verdienen. Wenn du kein Geld upfront, also vorneweg nimmst, verdient er natürlich eine Provision daran, dass er dir einen Fonds, einen Sparvertrag oder sonst was verkauft hat. Ja. Das ist im Grunde immer ein sehr geringer Prozentsatz pro Monat, der dann an den Berater, an die Fondsgesellschaft, an ganz viele Leute ausgezahlt wird.
Wenn du jetzt aber, und das ist etwas, was schwer zu verstehen ist, wenn man nicht hart im Mathe-Game drin ist, sage ich mal, dich ein bisschen mit dem Zinseszins auseinandersetzt und guckst, was eine Veränderung von, sagen wir, 1% über 30, 40 Jahre für eine Veränderung macht. Mhm. Also ich hatte es mal ausgerechnet für 2%. Wenn du, es waren, meine ich, 500 Euro im Monat investierst, über 40 Jahre, macht eine Zinsveränderung von 8 auf 6% runter einen Unterschied von 600.000 Euro aus. So, und Richtiger Shit. die dann am Ende haben oder nicht haben, Ja. ja, das entscheidet halt darüber, ob du nur noch Kreuzfahrten machst oder ja, keine Ahnung, Ja, halt krass. ein normales, gutes Leben führst. Ja. Also deswegen, das ist ein riesiger Unterschied. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel sagen würde, ich nehme für meine Dienstleistung 3.500 Euro, Mhm. das klingt erstmal nach verdammt viel Geld, wenn du dir im Grunde auch Produkte holen kannst oder dich zu Produkten beraten lassen kannst, was dich erstmal gar nichts kostet. Ja. Guck, was kostet irgendwann wie viel. Und wenn du bei mir warst, brauchst du das andere im Grunde nicht mehr. So. Du hast natürlich keine Ausbildung, wo du danach sagen kannst, okay, ich mache jetzt meine 30% im Jahr und bin dann durch mit der Nummer in 4 Jahren. Ja. Aber du hast eine sehr solide Basis, wo du auch erkennen kannst, was ist gut, was ist nicht gut und wo macht es Sinn zu meinem Risikoprofil, zu meinem Anlageziel, wo macht es Sinn, wie Geld zu investieren. Also, waren die 300.000 jetzt auf dein Coaching dann bezogen? Also Richtig. dafür sind die 6 Wochen Coaching dann. Richtig. Ähm, Da bewegen wir uns. Genau, da bewegen wir uns. Nee, aber auch nochmal so von mir aus die Message so nach draußen, weil ja viele dann, wie du sagtest, die hören ja dann vielleicht diese Preise und dann, oh Gott, so viel bezahlen. Aber deswegen habe ich ja auch gerade schon bewusst gesagt, nicht bezahlen, sondern investieren in dich selbst, in deine Weiterbildung, vor allem da dann eine Basis sich aufzubauen, dass man eben halt auch gut agieren kann am Markt. Und wirklich den Mehrwert für sich darin zu sehen. Es gibt da eine sehr interessante Studie. Weil Die- ganz kurz, wie du sagtest, ja klar, ihr könnt euch irgendwo kostenlos auf YouTube irgendwelche Videos reinballern, aber diese Informationsübersättigung, die wir ja schon da draußen haben, da würde ich lieber sagen, okay, ich gehe lieber zum Experten. Du kannst massiv viel falsch machen und Und wenn du nicht weißt, was du tust, auch so viel Geld nicht nur nicht bekommen, sondern auch verbrennen. ja, Ich habe am Anfang auch Geld verbrannt, das ist ja. auch im 5-stelligen Bereich, Ja. um es mal so zu Nee, sagen. deswegen will ich nur sagen, so, weil viele ja Ja. immer, das ist ja irgendwie so, naja, die versuchen dann irgendwie so gut wie möglich günstig alles zu bekommen, anstatt halt mal sich dann zu fragen, naja, warum ist jetzt die Dienstleistung oder das Produkt auch so günstig? Was kann es dir bieten? Kann Dafür? eigentlich schon, also da muss ich auch lernen, dass es ohne da vielleicht einen oder anderen, der das so günstig oder das krass günstig anbietet, aber das kann eigentlich qualitativ dann halt nicht so krass sein. Weil es dir nicht den Mehrwert auch oftmals liefert, den es wert ist halt. Und da gibt es eine sehr interessante Studie, wollte ich gerade einmal kurz drauf eingehen. Dann, mach. Und zwar einfach dazu, wie viel jeder Deutsche im Schnitt pro Monat für Bildung ausgibt. Jetzt bin ich So, gespannt. Spoiler, es sind 18 Euro. Und ich weiß nicht genau, was da jetzt alles als Bildung drin ist. Nicht mal Ob ein da Buch auch, teilweise. ja, wollte ich gerade sagen, ob da halt auch Bücher drin sind, ob das da nur um Kurse geht oder hast du nicht gesehen. Es sind halt wirklich 18 Euro. So, und das ist halt nix. Krass. So, Also ich hätte jetzt schon mit wenig gerechnet, aber 18 Euro ist schon, ist halt nicht so sonderlich viel. das ist ja auf ein Jahr über 200 Euro knapp. Krass, ja klar. Ja, Und dann würde man ungefähr. mit 300.000 Euro um die Ecke kommen, dann geht bei vielen direkt der Schalter. Ja, deswegen sage ich ja. Das ist theoretisch das, was jemand in, wenn du es so rechnest, 15 Jahren für sich selber investiert. Wahnsinn. So. Und Daran sieht man auch, dass eben halt die meisten überhaupt gar nicht das Geld erst dafür in die Hand nehmen. Für ihre eigene Bildung. ja, es ist, du denkst ja bei Ausgaben immer in Schubladen. So, jeder hat für seine Ausgabe eine gewisse Schublade, die eine gewisse Größe hat. Ich zum Beispiel habe eine extrem kleine Schublade, was Klamotten angeht. Ich hasse es, viel Geld für Kleidung auszugeben. Dito. Ja, da bin ich einfach
Ich glaube, ich habe noch für kein Kleidungsstück mehr als 100 € bezahlt. Das ist mir so Bums teilweise. Also, Nee, aber ich habe ja auch gesagt, weil ich, wo man ja, klar, jeder fängt irgendwo kleiner Ja. an, weil ich jetzt verdiene und so, aber irgendwie, ne, Kleidung. ja, auch so ein Prestige-Game oder sowas, da bin ich überhaupt nicht drin. Wo ich tatsächlich überhaupt kein Limit kenne, und da sprenge ich manchmal sogar fast mein eigenes System mit, ist halt Bücher. Ich bin auch so eine Leseratte. Und wenn ich da was sehe, oh, das gefällt mir, das klingt interessant, wird gekauft. Da denke ich in dem Moment auch nicht mehr drüber nach. Und langsam fängt das auch an, dass ich so auch mit Kursen umgehe, die dann halt in einer anderen Preiskategorie als Bücher spielen. Ja. Aber du merkst einfach langfristig, was es wirklich mit dir macht, wenn du anfängst, dich mit vielen Themen intensiv auseinanderzusetzen und auch da sowohl finanziell als auch zeitlich rein zu investieren und dich einfach weiterzubilden. Wie du wirklich einen ganz anderen Blick auch auf die Welt und auf dich selber kriegst. Ja, und das ist es ja, dass viele überhaupt schon sich ja gar nicht mit sich selber überhaupt mal beschäftigen, um vielleicht mal auf... Ist auch unangenehm meistens. Ja, Also ist ja so. Du erstmal- kommst hinterher auf Dinge. natürlich, Persönlichkeitsentwicklung machst du dann richtig, wenn es keinen Spaß macht. So jetzt mal doof gesprochen. Ja, Du, wir waren ja mal im Vorgespräch bei, keine Ahnung, wenn du dann die richtigen 2, 3 Fragen auf einmal gestellt bekommst. das dann, tut fucking weh. und dann so denkst, warum habe ich mir eigentlich in 30 Jahren nicht einmal die Frage gestellt? Ja. Und dann merkst, anhand, also ich einfach solche Fragen generell interessant finde, weil du ad hoc dann keine Antwort drauf hast. Und dann weißt du ja, kommt wieder direkt der nächste Gedanke, so, ja, scheiße, warum hast du denn genau darauf keine Antwort? Ja, weil du eigentlich gar nicht weißt, wo du im Leben stehst. Genau. Und Dann wachst du auf und kannst eigentlich heulen. Ja, das sind so wahnsinnig schöne Punkte, wo man dann einfach merkt, okay, ich muss da durch irgendwas mich verändern, irgendwas aufarbeiten, um halt dahin zu kommen, wo ich hin will. Ja. Oder auch erstmal zu verstehen, was ich überhaupt will. Das ist ja auch schon, also man muss ja noch einen Punkt vorher eigentlich da ansetzen. Und ja, wir können uns alle irgendwelche Videos angucken, wie wir motiviert werden und da entertained werden, was dann auch Spaß macht und auch garantiert ein bisschen Mehrwert hat und alles. Aber wirkliche Persönlichkeitsentwicklung ist nicht angenehm. Das sind nämlich die Punkte, die du verdrängst und auf die du überhaupt keinen Bock hast, die du aber angehen musst, um halt weiterzukommen. Ist auch so. Deswegen bleiben wir mal bei dem schönen Wort Motivation. Wo war denn letztendlich deine Motivation? Oder bestand deine Motivation darin, jetzt nebenbei da eben halt entsprechend was anzufangen? Meine Motivation ist sowohl eine Weg von als auch eine hinzu Motivation. Ich habe ja im vorherigen Video schon mal was zu meinem bisherigen Berufsleben Ganz erzählt. oben Videobeschreibung, Ja, genau. Einmal reingucken, dann weißt du auch, worum es da genau geht. Und habe mir halt auch da gedacht, okay, das will ich so nicht mehr. Also eine Weg von Motivation. Und ich bin auch nicht der Typ für ein Angestelltenverhältnis, weil ich bin ja generell zu unternehmerisch von dem einfach, was ich für ein Persönlichkeitstyp bin. Da also die Weg von Motivation her und die hinzu Motivation, die eigentlich die stärkere sein sollte, ist einmal, dass ich es besser machen möchte. Also da auch eine Vision für mich habe, wie, jetzt erstmal wird es ja eine Selbstständigkeit, aber ich möchte ins Unternehmertum reingehen. Also wirklich mit Angestellten hinterher. Genau. Ja. Und wie du da auch in das Thema Führung, Personalentwicklung und die Richtung gehst. Und da habe ich einfach ganz andere Ansätze, als ich es bisher erlebt habe. Und durfte auch schon testen, dass es halt funktioniert. Ebenfalls im anderen Video, die Story. Und das möchte ich halt auch auf größerer Skala da machen. Außerdem habe ich durch meinen Hauptjob auch gemerkt, dass es einfach verdammt Spaß macht, wenn Leute dir sagen, hey, danke, du hast da echt ein Problem bei mir gelöst, wovon ich vielleicht auch gar nicht wusste, dass ich es hatte. Oder, Da sind wir wieder bei Anerkennung und Wertschätzung. Ja, so. Das ist es letztendlich und dafür leben wir auch. True. Ja. Weil kann sich auch mal jeder draußen Gedanken drüber machen, wenn du wenn du niemals Anerkennung oder Wertschätzung dir gegenüber nicht gebracht bekämest, du würdest sterben. Ist tatsächlich so. Ja. Gibt es ein Experiment zu.
Nagel mich bitte nicht drauf fest, wann, wo, wie genau. Es gab ein Experiment, da wurde es versucht, meine ich, Kinder lieblos zu erziehen, also nicht mit... kenne ich. Ich Kennst weiß du? aber, ja, ich weiß jetzt auch nicht von wo, aber Ich krieg's auch nicht mehr auf die Kette, von wo. da sind Säuglinge oder Babys Genau. oder so und die sind dann auch gestorben. Genau, so wie bekloppt die waren, würde ich tippen, war im Dritten Reich. Die haben sie von ihren Müttern weggenommen Ja. und Nannies gegeben, die auch eine Maske auf hatten, also komplett blank, und die haben halt nur Futter gekriegt und Windel gewechselt und ansonsten liegst du da und schreist halt. Es sind alle gestorben. Ja. Wir sind Herdentiere, wir wollen zusammen sein, wir wollen Anerkennung. Scheißegal für was, für irgendetwas holen wir uns immer Anerkennung. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, den man sich auch für sich selber einfach erstmal erschließen muss, dass man, weil viele das dann vielleicht auch anders darstellen würden oder so dieses, ja, oder man hört, ich habe das auch schon öfter gehört, ja, ich brauche keine Anerkennung, ich brauche keine Wertschätzung, habe ich auch schon alles gehört. Und dann willst du in dem Moment Anerkennung dafür, dass du so stark und unabhängig bist. Ja, und deswegen ist das wichtig, einfach eigentlich erstmal die Erkenntnis für sich zu erlangen und damit auch rauszugehen, so dieses, ja verdammt, ich will für das, was ich auch mache und wenn ich auch weiß, dass ich damit Mehrwert biete, Anerkennung haben, ja. In allerlei Hinsicht. Weil das einfach geil ist. Jeder weiß doch von euch, wenn er mal, was ja leider viel zu selten vorkommt, gerade auf dem Job, wenn er dann mal wirklich wahrhaftig und authentisch von seinen Vorgesetzten gelobt wird, was das mit einem macht. Oder du hast richtig was gerissen. Ja, du gehst wie so ein Gorilla durch den Laden. Ja, oder also da ist meistens nicht mal nur der Tag, sondern der ganze Monat teilweise gerettet. Also du hast oft immer dann diesen Fixpunkt so, boah, ey geil, da hat der, vielleicht wenn du sogar wirklich im Unternehmen auch Dinge sogar mit verändern konntest und jetzt nicht nur einfach gesagt bekommst, ja, da hast jetzt eine Sache gut gemacht, ja, das macht was mit dir. So, aber bei vielen geht dann, also nach diesem einen Tag oder nach einer Woche geht das dann trotzdem irgendwo halt wieder in Vergessenheit. Ja. Und viele haben das ja auch gerade. Ja, das brauche ich, Alter. Ja. Viele haben das ja gerade auch hier in Deutschland noch nicht gemeckert, ist gelobt genug. Ja. Ich habe so viele Scheißfloskeln da mitgekriegt. Ja, ey, das überleg mal, was da für Glaubenssätze sind, ey. Oh, Hölle, hat Jahre Noch gedauert, nicht die gemeckert ist aufzuarbeiten. gelobt genug. Ach du Jahre. Scheiße, ey. Was ist das für ein Satz? Wahnsinn. Einfach Brauchen wir Wahnsinn. nicht drauf eingehen. Ich finde mal einen Aspekt sehr, sehr interessant bei Leuten wie dir, die ja quasi jetzt noch dann ja neben dem Arbeitnehmertum sich das Ganze aufbauen. So zu fragen, welche, also aus deiner also aus deinem Sales Manager Dasein, was konntest du da schon vielleicht mitnehmen jetzt für deine Selbstständigkeit? Weil passt ja sogar irgendwie ideal zusammen. Verkaufen Einmal Selbstvertrauen, dass ich mich schlicht und ergreifend auch traue, mit dem, was ich tue, rauszugehen. Was ich tatsächlich nicht nur durch meinen Job, sondern auch durch selber ein Coaching erlangt habe. Ja. Und schlicht und ergreifend verkaufen. So, Ja. habe ich ja im vorherigen Video einmal schon gesagt, es ist im Grunde total egal, wie gut dein Produkt ist. Hast du Verkauf beziehungsweise Marketing nicht drauf, wird es sich nicht verkaufen. So, du musst jedes Produkt verkaufen. Ja. Und jetzt so durch deine Selbstständigkeit selbst, hast du da dir nochmal so irgendwie was aneignen können? Fähigkeiten? Wie meinst du jetzt genau? Durch das, was ich aktuell mache? Genau, jetzt nur durch deine reine Selbstständigkeit. Davor war ja jetzt die Frage drauf bezogen, durch deinen Arbeitnehmer, durch deinen Job eben halt. Was konntest du da schon mitnehmen und also hast du dich da nochmal in irgendwas verbessert? Definitiv in meiner Art, Sachen zu erklären. Weil das, was ich mache, ist, wie ich ja gerade auch eingangs gesagt habe, für mich ist das alles selbstverständlich, was ich tue. Ja. Ich hatte gestern Abend noch einen Besuch von 2 guten Freundinnen. Die haben mich immer vorhin zum Abendessen besucht. Ja. Und ich habe mit ihr auch mal darüber gesprochen, was ich mache. Einer von den beiden. Die halt von dem gesamten Thema einfach keine Ahnung hat, weil sie sich nie damit beschäftigt hat. Ja. Und da habe ich nochmal gemerkt, dass ich habe mich schon stark darin verbessert, Dinge zu erklären und auch simpel zu erklären. Das soll ja jetzt gar nicht abwertend gemeint sein, aber
erst wenn du es im Grunde einem Sechsjährigen erklären kannst, dann hast du es gut erklärt. Hast du ist es Fleisch und Blut übergegangen. Genau. Ja. Und dann versteht man es auch, was du darüber bringen willst. Und da habe ich nochmal gemerkt, okay, es klappt schon besser, aber ich verwende immer noch zu viele Fachausdrücke, ich setze noch zu viel voraus, ich gehe davon aus, Leute sind auf dem gleichen Wissensstand in meinem Fachgebiet wie ich. Und das ist halt einfach Quatsch. Das ist ein gutes Learning. Ja, auf jeden Fall. Bringt mich auch genau für sich nochmal die Erkenntnis zu haben. bei meinem Kurs weiter. Ja, dass man die Dinge am besten wirklich so rüberbringt, dass er wirklich auch jeder, der Sechsjährige, nebenan versteht. Genau. Ja, weil das ist ja wirklich, was viele draus machen. Die machen dann, keine Ahnung warum, aber bringen auch absichtlich sogar, in deinem Fall jetzt unabsichtlich, aber absichtlich irgendwelche Fachausdrücke rein. Ich kenne das als Fitnesstrainer, um wo ich ja selber war, die dann mit den ganzen lateinischen Begriffen um die Ecke kommen. Klingt gut, aber verwirrt nur und bringt absolut gar keinen Mehrwert, weil du aus den 2 Minuten, die du zuhörst, wie dein Gluteus Maximus funktioniert und hast nicht gesehen, eigentlich nur irgendwie die entscheidenden 2 Wörter hören willst oder so, weißt du? Ja. Aber naja. Da ganz kurz. Ja, sag ruhig. Bringt dir, glaube ich, dann was, wenn du als Experte wahrgenommen werden willst, dass du dich halt auskennst. Bringt dir aber nichts, wenn du dein Wissen weitergeben willst. Ja, und wahrscheinlich auch eher unter Experten dann gesprochen. Danke. Von Experte zu Experte, wo du weißt, ja, der versteht dich dann auch. Aber ja, ansonsten so, ja, aber ist ja wirklich so. Viele machen das ja. Ich war ja 6 Jahre lang nebenbei Fitnesstrainer. Wie viel habe ich da gesehen, die klar, wenn ich jetzt fragen würde, wird da keiner so, denke ich mal, dazu stehen. Aber hat auch ein bisschen so mit Profilieren und Ansehen zu tun. Die falsche Art von Ansehen, finde ich. So dieses, ich möchte als Experte wahrgenommen werden, weil ich mich hier so eloquent geil ausdrücken kann. Aber bringt halt nichts, wenn du deinem Kunden also was bei beibringen mir sind die willst. Leute sofort in Vergessenheit, weil ich mir sogar, wie ich gerade sagte, in den 2 Minuten die ganze Zeit denke, Alter, komm jetzt bitte mal in den 2 Wörtern auf das, was ich doch eigentlich gefragt habe oder was ich wissen will. Ja. Einfach erklären ist wahnsinnig schwierig. Ja, deswegen ist das doch gut, also diese Fähigkeit nochmal jetzt herauskristallisiert zu haben, dass du da immer besser werden willst, weil damit wirst du auf jeden Fall langfristig den besten Erfolg dann auch für deine Selbstständigkeit und Unternehmertum auch erzielen. Vor allem, Genau, wenn wir dann langfristig dann ja auch Richtung Unternehmertum, sprich Mitarbeiter und so hinaus blicken, weil da wird jetzt die nächste Frage passend zu anknüpfen. Du hast ja gerade schon kurz angeteasert, wo du hin willst. Hast du da schon dir irgendwie so langfristige Ziele auch vielleicht mal aufgeschrieben, so wo du sagst, okay, ich möchte jetzt in 3 Jahren da oder da sein? Und langfristig tatsächlich noch nicht. Also ich Projekte oder so, oder vielleicht kannst du da ja auch schon mal anteasern. Du hast ja schon gesagt, hast du jetzt. An dem einen bin ich sehr weit, sagen wir mal schon. Genau. Fertig ist es tatsächlich noch nicht. Da werde ich noch 1-2 Monate brauchen, um das Ganze vernünftig fertig zu machen. Dann auch ein paar Testkunden brauchen, die mir halt hart gesprochen einfach mal knallhartes Feedback geben. Also das hat mir auch... Suchst du die Testkunden dann so, for free? Tatsächlich nicht. Okay. Das wird sich dann im Preisbereich 500 bis 1000 Euro bewegen. Ja, okay, das ist ja interessant. Weiß ich noch nicht genau, was ich nehmen werde. Geht schlicht und ergreifend darum, wenn ich es nur for free anbiete, bekomme ich, wenn jemand dafür bezahlt, kriege ich ein ganz anderes Feedback, wenn etwas nicht stimmt. Und dann gut, dass du das nochmal sagst. Ist auch ein Punkt, vor dem ich mich gerne drücke. Ja. Weil ich will natürlich dann auch eigentlich am liebsten nur hören, hey, ist total cool, du hast mir echt weitergeholfen, das ist super erklärt und bla 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 bla. Wenn da aber jemand 1000 Euro in die Hand genommen hat und dann sagt, Bro, ich habe überhaupt nicht verstanden, was du da erzählst, was soll die Scheiße eigentlich? Ja. Das ist das Feedback, was ich brauche, wenn es halt so ist. Ja. Und dafür sage ich halt auch, ja, auch als Testkunde wirst du dafür Geld bezahlen müssen. Ja, aber damit die Leute schon mal Bescheid wissen, anstatt zumindest jetzt, also deswegen jetzt am besten schon mal Kontakt aufnehmen. Lieben gerne. Die Links sind ja in der Videobeschreibung und anstatt dann 3.500 in sich zu investieren, wo ich jetzt auch trotzdem sage, ist vollkommen legitim, aber nee, das ist ja gut, dass wir das angesprochen haben. Dann weiß man da schon mal, dass man da auf jeden Fall erstmal... Ja. Und was ich da auch für mich selber schon gesagt habe, um auch meinem eigenen Qualitätsgedanken einfach gerecht zu werden, natürlich wird für die Testkunden das Produkt noch nicht so perfekt sein, wie es im Endeffekt sein soll. Dafür sind sie Testkunden, hart gesprochen. Was ich aber da auch mache, ich nehme mir so viel Zeit, wie es eben dauert, bis derjenige auch sagt, okay,
jetzt ist es perfekt, jetzt habe ich alles kapiert, jetzt bin ich drin. Ob das dann 6 Wochen, 12 Wochen, 6 Monate oder 12 Monate dauert, ist mir Bums. Ja. Da geht es dann darum, das wirklich zur Zufriedenheit zu machen. Ja. Und wenn ich das noch nicht getan habe, liegt es an mir, nicht daran, dass der Kunde es nicht verstanden hat und dann muss ich es noch verbessern. Mhm. Eine Einfach mein Frage Gedanke will ich dazu. hier dann jetzt zurückspielen. Ihr wisst jetzt natürlich nicht, weil ich meine, die war ja ganz am Anfang in unserem Vorgespräch. Hat jetzt auch mit der Zukunft zu tun, dieses, wann willst du davon leben können? Weil ich konnte die jetzt im Fall nicht aus verschiedensten Gründen genau beantworten, aber ja, hast Morgen. du die da? Morgen. Ja, morgen. Okay, dann hast du Nein, noch 2 Stunden. Ja, 9 Uhr moin. abends. Okay, also mach hin mit dem Videoschnitt. Ja. Ich brauche in einer halben Stunde das Video und 20 Testkunden. Ja, genau. Nein, Ja, aber deswegen, ich habe da im Vorgespräch gar nicht die Frage dir zurückgestellt. also das Ziel ist es, Juni, Juli, grober Daumen, Testkundengespräche zu haben. Ja. September, Oktober Produkt finalisieren, über das Feedback auch. Okay, passt schon mit Juni, Juli, weil dann kommt das Video raus, Juni rum. Perfekt. Ja, passt perfekt, ja. September, Oktober Produkt finalisieren Mhm. und dann Oktober, November, Dezember auch mal hart in die Akquise gehen, anfangen Marketing zu betreiben und damit rauszugehen. Ja. Und dann so Januar nächsten Jahres würde ich gerne davon leben. Geil. Das Ist- ist so mein Zeitplan aktuell. Das wäre mal ein guter Start ins neue Jahr. Zufall. Ich bin absolut kein Fan von Neujahrsvorsätzen, aber Nee, ich auch trifft nicht, sich sehr aber gut, dass du dir Januar Ah. jetzt gerade so genommen hast. Mhm. Das ist so da aktuell der Plan. Ist nicht immer ganz einfach umsetzbar, weil ich mache ja den Tag über auch noch andere Sachen. So die arbeiten gehen. Ja, da ich halt noch nicht davon leben kann, Ja. muss ich halt auch noch für mein normales Leben arbeiten, Ja, natürlich. bevor das dann auch den Unterhalt finanzieren kann. Ja, deswegen passt die nächste Frage sehr, sehr gut, wie ich finde, nämlich darauf aufbauend, für die Leute, die ja auch da draußen sind und sich eben halt nebenbei was aufbauen möchten. Natürlich ist das von Business zu Business ganz unterschiedlich, nämlich Thema der Zeitaspekt. Also wie viel Zeit frisst nämlich nochmal deine angehende Selbstständigkeit neben deiner Arbeitnehmerzeit und Ah, bist ja noch in einer Beziehung und so und das muss man ja alles, Ja, ja. muss man ja alles unter den Hut kriegen. Ne? Das Ja. ist ja, was viele draus beschäftigt. So, ne? Wenn du jetzt gerade irgendwie vielleicht zumindest ein Single wärst oder so, hast du wirklich da eine Sache weniger. Ne? dann hast du mehr Zeit. Also, wie du schon sagst, ich bin in einer festen Partnerschaft. Ja, Licht hat hier gerade ein bisschen Okay. Sie sind unter uns. Nein, ich bin in einer festen Partnerschaft. Wir haben einen Hund. Wir fahren auch gerne mal in den Urlaub und machen auch. Also, wir mögen uns tatsächlich, sagen wir so. Ja. Wir unternehmen halt auch gerne was zusammen und haben auch gerne mal einfach nur einen Abend zusammen. Ärger muss ich halt so ein bisschen splitten. Ich habe meinen normalen 40-Stunden-Job, wo ich auch sagen muss, ich achte darauf, dass ich da auch aktuell nicht mehr als die 40 Stunden mache, weil ich brauche die Zeit woanders, Ja. hart gesprochen. Ich habe da jetzt das Glück, in Anführungszeichen, dass die Arbeitszeiten von meiner Freundin ein bisschen von meinen abweichen. Sie also immer so 2,5 Stunden später zu Hause ist als ich. In der Zeit kann ich auf jeden Fall immer noch was für meine Selbstständigkeit machen. Dann gehe ich auch gerne ein bisschen später schlafen als sie. Ja. Gerade jetzt, wo die Tage wieder länger werden, merke ich auch, ich komme mit weniger Schlaf aus. Mhm. Ja, dann hat man natürlich noch das Wochenende, wo man arbeiten kann. Samstag, Sonntag sind das so schöne Tage, die gerne auch ungenutzt bleiben. Ja. Ja. Der heilige Sonntag für Also viele da ich draußen. versuche. ja. Komm mir bloß nicht mit irgendeiner Nachricht Sonntag. Boah, ey, wie oft habe ich das schon gehört, ey, wo ich mir denke, Mein Ziel ist es da, dass jeder Tag gleich ist. So, dass ich halt kein Wochenende mehr habe, dass es mir egal ist, ob jetzt Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch ist, sondern dass ich jeden Tag im Grunde. das ist ja nochmal vielleicht wichtig so als Message, dass die Leute, also wenn ihr wirklich deine Leidenschaft so hast, wofür du deine Selbstständigkeit aufbaust, dann ist das wirklich so. Also dass jeder, das ist ja scheißegal, ob du sonntags irgendwie Dinge beantworten musst oder nicht. Nee. Habt auch schon andere Selbstständige sitzen gehabt, die dann trotzdem gesagt haben, ich meine, ist auch alles klar, die zum Beispiel Samstag, Sonntag ganz klar sagen, ich habe keine Calls oder was weiß ich. Ja. Nichtsdestotrotz heißt ja nicht, dass dann der Kopf
für deine Business-Geschichte nicht rattern darf, sondern das ist es ja das. Nee, es geht, ich hatte immer ein Problem damit, Berufliches von Privatem zu trennen, weil ich es einfach nicht gerne mache. So, für mich ist das irgendwie nicht Work-Life-Balance, dass ich arbeite und mich davon dann erholen muss, sondern so ein Work-Life-Blending. Wenn ich irgendwie abends um 9:30 eine geile Idee habe, ja, dann setze ich mich halt abends um 9:30 hin. Ja, so, bin ich voll bei dir. Ist halt so. Also ich versuche, klappt nicht immer, für meine Selbstständigkeit die gleiche Zeit aufzuwenden wie für meine normale Arbeit. Ja. Was natürlich jetzt mit Fahrzeit, Einkaufen, Zeit für Freunde und allem drum und dran. Ich möchte allem irgendwo gerecht werden. Ja, aber es ist halt viel Zeit, die reingeht, weil ich halt auch jetzt beim Thema Businessaufbau, wie baue ich auch so ein Coaching-Portal auf und sowas, zugegeben auch noch viel zu lernen habe. Ja. Und da auch oft dann Sachen mache, wo ich dann auch das Feedback kriege, oh, mach das bitte anders. Und das dann halt nochmal mache, besser mache. Deswegen hoffe ich auch, dass ich bis Juni, Juli soweit bin, dass ich auch Testkunden gut was bieten kann. Und ja, dann geht die Arbeit ja eigentlich erst los. Ja, klar, dann geht's richtig los. Jetzt gerade ist es, hart gesprochen, egal, ob ich eine Woche mehr oder weniger brauche oder mal eine Woche nichts tue. Ja. Ich werde dann zwar getreten. Hi. Grüße gehen raus an Janosch. Dann gibt's Prügel. Nein, aber jetzt gerade habe ich die Verpflichtung nur mir gegenüber. So, und dann habe ich ja auch noch eine Verpflichtung jemand anderem gegenüber. Ja. So, demnach, gerade am Anfang von so einer Selbstständigkeit, wenn du nebenbei halt deinen Vollzeitjob zum Leben haben willst oder brauchst, rechne mal so mit zwischen 60 und 100 Stunden, die du die Woche insgesamt arbeitest. Da gehen dann so Tage halt auch mal von 6 Uhr morgens oder 6:15, wo ich aufstehe, und dann um 11:30 oder was aus dem letzten Call rauskomme. Ja. Das wäre vielleicht noch ganz cool, das hattest du zwar schon im Teil 1 gesagt, aber gerade jetzt, wo wir hier im zweiten Teil ja über deine Selbstständigkeit reden, nochmal das vielleicht ganz kurz aufzugreifen, den Leuten das nochmal mit auf den Weg zu geben. Genau, weil du ja gesagt hast, du könntest eigentlich, keine Ahnung, bis 8:45 schlafen, du stehst aber extra halt 3 Stunden früher auf, um eben halt vor der eigentlichen, also vor der Arbeit des Arbeitnehmertums für dein Business zu arbeiten. Genau, also nicht nur dafür tatsächlich. Ja. Ich habe da auch meine Routinen, also normalerweise bin ich auch jemand, der gerne viel zum Sport geht. Das schraube ich aktuell zurück, weil ich habe halt leider nicht wie du eine Hantelbank hier. Ja. Ich muss dafür halt ins Studio fahren und die Zeit habe ich gerade halt einfach nicht. Habe ich Prioritätending. Es kommt in ein paar Monaten hoffentlich auch wieder, aber jetzt gerade geht es halt einfach nicht. Das heißt, ich stehe auf, mache Sport zu Hause. Ja. Frühstück, dann gehe ich entweder gemeinsam mit meiner Freundin oder einer von uns mit unserem Hund kurz. Dann lese ich meistens was und dann bereite ich, je nachdem wie viel Uhr es da gerade ist, zum Beispiel noch Posts für Instagram vor, überlege mir da was zum Content, gehe Videos durch, die ich gestern gemacht habe oder die Tage davor, ob ich da was verbessern kann. Oder mache auch ganz stumpf einfach Planung. So, es ist auch unheimlich viel gucken, wann habe ich denn Zeit für was. Ja. Einfach. So, da habe ich ja eingangs erzählt, ich bin eine Katastrophe darin, organisiert zu sein. Ja. Deswegen fällt mir das immer schwer, meinen Tag wirklich gut dahingehend zu strukturieren, wann mache ich denn was, und da muss ich mich immer hinsetzen und Kästchen in meinen Kalender malen. Ja, aber funktioniert das nicht. Finde ich echt wichtig als Message nochmal so nach draußen, dass man eben halt auch, weil viele ja wirklich dann, wenn die sich nebenbei was aufbauen, eben halt nach hinten setzen, sprich nach der Arbeit oder so. Und wenn man jetzt einfach auch nochmal drüber nachdenkt, ich meine, klar, wo bist du denn am fittesten und noch am frischesten am Tag? Direkt früh morgens. Ich tatsächlich nachts. Ja? Ja. Wenn ich mein Müdigkeitstief abends überwunden habe, dann kann ich auch bis 1, 2, 3 Uhr nachts durchziehen. Das ist gar kein Problem. Ja, ich glaube, dass viele morgens auch nichts unbedingt geschissen kriegen würden, aber rein faktisch stehst du ja auf und du bist noch frisch. Ja. Bei mir zum Beispiel wäre nämlich genau andersrum. Ich war immer nach der Arbeit dann, denke ich mir so,
kennt ja jeder, ey. Gehst hinterher dann doch, ne, Coach oder was weiß ich. Wenn wir jetzt nur schon auf einen ganz anderen Dingen wie Sport oder so durchziehen sprechen. Deswegen, jetzt kurz abzuschweifen, aber deswegen ja direkt nach der Arbeit zum Beispiel zum Sport und er ist gar nicht nach Hause, weil dann Essen und dann ist halt auch sogar rein biologisch zu erklären, warum man chillt und müde wird. Aber Natürlich. so, deswegen ist es da vielleicht echt sogar, also habe ich halt auch noch nie oder selten zumindest gehört, dass man halt morgens ja auch vor der Arbeit solche Dinge angehen kann. Also why not? Klar. Ja, wenn ich jetzt Deswegen. bis, sagen wir so, ich würde wahrscheinlich, ich gehe halt meistens immer irgendwas zwischen 10 und 12 tagesformabhängig ins Bett. Ja. Und wenn ich jetzt bis 8 Uhr schlafen würde, was ich könnte, würde ich halt auch deswegen nicht später ins Bett gehen. Ja. Würde also effektiv gerade 2 Stunden verlieren, die Woche 10 Stunden, Ja, da muss man auch recht. läppert sich. Ja, finde ich echt spannend. Wir haben jetzt noch eine Frage quasi, dann sind wir mit dem Interview fertig. Und die finde ich aber nochmal sehr wichtig. So, wenn du magst, nochmal so auch gerne an die Zuschauer gerichtet. Was würdest du den Menschen, der da draußen jetzt auch zuhört und alles vielleicht auch Teil 1 gesehen hat, immer wieder der Wink mit dem Zaunfall, ja, mit auf den Weg geben wollen, die auch überlegen, sich eben halt einfach nebenher was aufzubauen? Punkt Nummer 1, such dir ein Thema, was dir gefällt. Ein Thema, mit dem du anderen helfen kannst. Da gibt es ja schon Milliarden, Yeah. um es mal so zu sagen. Und Punkt Nummer 3, etwas, was ich sehr, sehr lange selber nicht wahrhaben wollte, Disziplin. Oh ja. So. Ich selber das ist meine große Schwäche. Ich bin immer bei Filmen so ein bisschen lax, oh, passt schon. Tipp dazu, es hilft, sich jemanden zu suchen und dem zu erzählen, was du vorhast und dann wöchentlich zu committen. So, such dir jemanden, der mitzieht und es reicht, wenn er dir in den Arsch tritt, Ja. bei dem du jede Woche sagen kannst, pass auf, diese Woche mache ich XYZ. Der dann aber auch mal das Feedback gibt, jo, so ein bisschen wenig, ne? So, ich hatte das zum Beispiel, ich habe es vor Jahren schon mal probiert, mich selbstständig zu machen. Da war das dann auch mal, dass ich in der Woche mich dazu committed habe, halt jeden Tag einfach nur einen Instagram-Post zu machen. Nicht mal das habe ich dann durchgezogen. Wow, ja, krass. Ist aber auch nicht zu unterschätzen, wo du gerade sagst. Ich habe auch zum Beispiel Anfang des Jahres, also wenn jetzt das Interview rauskommt, wir haben jetzt heute Richtung Ende April, auch wirklich davor schon immer gepostet, sehr, sehr regelmäßig, aber da habe ich wirklich gesagt, du machst jetzt vor allem auf allen Plattformen, ne, wie sie alle heißen, jeden Tag postest du. Und ich habe es bis heute sogar auch durchgezogen. Respekt. Weil das hört sich wenig an, ja, so Posts. Das ist ja das Lustige, ja, es sind auch jeden Tag vielleicht nur 15 bis 20 Minuten überall dann den Post zu veröffentlichen. Aber die musst du wirklich jeden Tag ja erstmal Ideen, Content-Erstellung, und bla. auch durchziehen und wirklich machen. Das struggle ich auch ehrlich gesagt noch mit. Und ja, wie gesagt, such dir jemanden, bei dem du dich committest, der das Ganze kontrolliert und der dir in den Arsch tritt. Ja. Bis du die Disziplin selber hast. Gut. Das hilft. Fand ich sehr gut nochmal den Abschluss. Wie gesagt, Teil 1 ist ganz oben in der Videobeschreibung, mein Gott, verlinkt. Und genau. Und ziemlich darunter findet ihr dann nochmal den Insta-Kanal von Robin verlinkt. Schreibt ihn an, werde gerne Testkunde. Freue mich über jeden, der kommt. Ja, und ja, demnach, jetzt kann ich jetzt sagen, Teil 1 war ja noch nicht. Danke, dass du halt gekommen bist. Ne? Danke, dass ich da sein durfte. Die Zeit genommen hast, sehr, sehr gerne. Macht mir wieder Riesenspaß, dieses ganze Netzwerken hier und die Menschen kennenlernen von all ihren Facetten. Und ich finde das echt interessant so, weil man hat ja so viele Interviews jetzt schon geführt und du hast ja sehr, sehr viele gleiche Fragen natürlich drin, immer so ein Grundgerüst, sag ich mal so schön, aber einfach jeder antwortet natürlich ganz, also was heißt natürlich, aber jeder antwortet einfach anders darauf, Ja. was du dir vielleicht nicht so unbedingt denkst und deswegen hoffe ich, ihr konntet viel von den beiden Teilen mitnehmen. Ich definitiv immer von jedem, von daher sehen wir uns dann in dem Fall in ein paar Tagen im nächsten Video, was es auch immer sein wird, wieder. Ciao, ciao. Ciao.